Zieht bald bei dir ein Hund ein oder bist du vielleicht schon Hundebesitzer oder Besitzerin und fragst dich, wie erziehe ich meinen Hund richtig? Wir möchten dir unsere 6 wichtigsten Tipps in der Hundeerziehung mit an die Hand geben und darum wird es in diesem Video gehen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen bei Vitomalia. Ich bin Paulina, ausgebildete Kynologin und Mitbegründerin von Vitomalia. Vitomalia ist deine Online-Hundeschule und wir helfen dir und deinem Hund in der Hundeerziehung, aber auch im Training. Bevor es mit diesem Video hier losgeht, noch ein kleiner Hinweis für dich. Wir haben in unserem Hundeblog das Expertenwissen zu diesem Thema für die Hundeerziehung, wie erziehe ich einen Hund, nochmal ausführlicher zusammengefasst. Da kannst du gerne mal nachschauen und auch dir kostenlose Trainingspläne downloaden. Schau einfach mal unten vorbei, in der Infobox ist alles verlinkt. So, aber wie erziehe ich denn jetzt einen Hund richtig? Das ist eine recht leichte Frage eigentlich. Aber auf die wird es keine so leichte Antwort geben. Wir möchten dir aber trotzdem 6 ganz wichtige Tipps mit an die Hand geben, die du mit deinem Hund umsetzen kannst. So, aber bevor es mit den eigentlichen 6 Tipps weitergeht, noch mal ganz kurz was zu den Bedürfnissen unserer Hunde. Der Psychologe Abraham Maslow, der erforschte die Grundbedürfnisse des Menschen und diese lassen sich mittlerweile ziemlich gut auch auf den Hund übertragen. Und zu den Grundbedürfnissen des Hundes gehören folgende. Erstens die körperlichen und die biologischen Bedürfnisse, da gehört sowas wie Futter, Bewegung oder auch die Körperpflege dazu. Zweitens die Sicherheit und die Führung deinerseits auch vor allem, also sowas wie deine Liebe, auch die Konsequenz in der Erziehung, aber auch die Geborgenheit. Drittens Sozialkontakte, also da zählt nicht nur Artgenossen-Sozialkontakt hinzu, sondern auch der Kontakt mit dir, also die Interaktion beispielsweise oder auch das Spiel. Viertens die Wertschätzung, also da gehört sowas wie Erfolge, Motivation und auch Freiheiten dazu. Und zu guter Letzt 5. die Individualität, also da gehört sowas wie die Ausführung von Hobbys hinzu, aber auch so freie Wahlmöglichkeiten, also dass wir den Hund auch in seiner Persönlichkeit entfalten lassen. Falls du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, schau gerne mal in dem Blog vorbei, denn da ist nochmal alles ganz ausführlich beschrieben. So, kommen wir jetzt auch endlich zu den Tipps. Tipp Nummer 1. Nutze in der Kommunikation mit deinem Hund eindeutige Sicht- und Hörzeichen. Studien konnten zeigen, dass beispielsweise die Kommunikation über die Körpersprache oder halt eben über Sichtzeichen mit dem Hund viel besser ankommt und Hunde das viel besser verarbeiten können als das Gesprochene, also wenn wir dem Hund Kommandos, also Signale geben. Nutze das auf jeden Fall auch gerne in der Kombination. Tipp Nummer 2. Unterteile die Hundeerziehung im Ampelsystem. Du hast das Ampelsystem vielleicht schon kennengelernt. Du kannst das wirklich unterteilen, wie du dir es so vorstellst, zwischen grün, also das ist Verhalten, das immer erlaubt ist, bis du es verbietest beim Hund. Du kannst zum Beispiel orange wählen als verboten, bis du es erlaubst. Und rot als ein absolutes Tabu, als ein absolutes Verbot machen. Du kannst dir vorher schon wirklich das aufteilen. Was möchtest du beispielsweise, dass der Hund erst abwartet, bis du es ihm erlaubst oder was möchtest du, dass dein Hund das niemals tut? Es ist durchaus sinnvoll, sich das vorher mal aufzuschreiben und das wirklich so zu kategorisieren, weil dir das enorm in der Eindeutigkeit deiner Erziehung weiterhilft. Tipp Nummer 3. Übe mit deinem Hund die Kernkompetenzen Frustrationstoleranz und Impulskontrolle. Beides kannst du dir zwar auf der einen Seite wie so ein Akku vorstellen, der sich irgendwann mal auch entlädt, aber auf der anderen Seite auch wie so ein Muskel, dass man wirklich trainieren kann. Man kann es üben, man kann es aufbauen und ein bisschen mehr ausdehnen, dass es halt in neuen Situationen auch leichter fällt. Einige Übungen zur Impulskontrolle findest du übrigens im kostenlosen Download-Bereich von dem Hundeblog zu diesem Thema. Tipp Nummer 4. Lasse deinen Hund verstärkt mental anstatt körperlich aus. Viele von uns denken ja, sie müssen immer ganz exzessive Wanderungen mit ihrem Hund machen, stundenlang unterwegs sein im Park oder im Wald, damit der Hund wirklich müde ist. Dabei würde ein Hund, der frei lebt, sich selber gar nicht so viel bewegen, sondern tatsächlich mehr ruhen. Und genau das können wir uns eigentlich zunutze machen. Nutzen wir doch einfach mehr mentale Übungen für unseren Hund und schleppen ihn dann nicht durch den Wald, was er eigentlich gar nicht braucht und das ihm auch wirklich gar nicht hilft. Außerdem, wenn du so ganz exzessive Übungen machst, wie die ganze Zeit Ball schmeißen oder sowas, dann steigert das Dopamin bei deinem Hund und das Dopamin, ja, das sorgt für so eine Unruhe und steigert auch dementsprechend den Stress bei deinem Hund. Und die beste Übung für sowas ist immer die Nasenarbeit. Also such dir wirklich Beschäftigungen, wo du die Nase von deinem Hund aktivieren kannst, denn das wiederum senkt den Stresslevel, weil ganz wenig Stresshormone nur ausgeschüttet werden, während dein Hund mit der Nase arbeitet.
Tipp Nummer 5, schaffe Rituale durch gleich ablaufende Verhaltensweisen. Und da geht es wirklich nicht darum, dass du immer alles ganz stupide gleich im Alltag ablaufen lässt. Das ist weder für dich super spannend noch für deinen Hund. Aber es gibt Sachen, die für deinen Hund sehr schwierig sind. Und wenn du da Rituale einbaust, dann können die einfach ja für deinen Hund viel besser und viel leichter verarbeitet werden. Außerdem schaffen Rituale so eine gleiche Kommunikationsebene und das hilft eben zwischen der Kommunikation von dir und deinem Hund. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 6, ist richtiges Timing in der Hundeerziehung. Denn das ist wirklich das A und O und das kannst du perfekt aufbauen mit einem gelernten Markersignal. Bau also ein Markersignal auf, sodass du Verhaltensweisen von deinem Hund, die du wirklich auch fördern möchtest und verstärken möchtest, ganz punktgenau markieren kannst. Dann weiß dein Hund, ah, cool, das war jetzt richtig und erst dann kannst du die Verstärkung geben. Das hilft dir einfach, weil wenn du deinem Hund zu spät die Verstärkung gibst, also zum Beispiel die Belohnung in Form von Leckerli, dann weiß er nicht so ganz, habe ich das jetzt für dieses Verhalten bekommen oder für dieses Verhalten. Das heißt, wir haben dann normalerweise nur 2 Sekunden Zeit. Und wenn du das nicht so schnell reagieren kannst, wie beispielsweise bei einem Rückruf oder wenn du mit deinem Hund trainierst, macht es durchaus Sinn, eben so ein Überbrückungssignal zu nutzen. Und dieses Überbrückungssignal ist das Markersignal. So, das waren auch schon die 6 wichtigsten Tipps unserer Meinung nach in der Hundeerziehung. Du merkst, Hundeerziehung lässt sich nicht so in ganz wenigen Worten zusammenfassen. Aber wenn du diese 6 Tipps beherzigst und auch wirklich umsetzt, schon mit deinem Welpen, deinem Junghund oder auch mit deinem ausgewachsenen Hund, dann wirst du merken, dass sehr viele Dinge euch viel leichter fallen werden. Hundeerziehung ist wirklich ein ganzheitlicher Prozess und du musst an ganz vielen unterschiedlichen, sage ich mal, Rädchen ansetzen, damit das komplette Konstrukt funktioniert. Und falls du da Unterstützung mit deinem Hund brauchst, dann schau auf jeden Fall mal in unserer Online-Hundeschule vorbei. Da haben wir beispielsweise mit dem Programm Grundgehorsam einen perfekten Alltagshelfer geschaffen, der dich in allen Situationen mit deinem Hund begleitet. So, jetzt bist du gefragt, was ist das Allerwichtigste für dich in der Hundeerziehung? Also was möchtest du umsetzen in der Hundeerziehung? Was möchtest du, dass dein Hund es mit dir machen kann oder dass dein Hund es auch lernen kann? Schreib uns das gerne unten in die Kommentare, wir sind schon gespannt. Und denk dran, im Hundeblog findest du noch kostenlose Trainingspläne zu diesem Thema. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns auf jeden Fall einen Daumen hoch, wir würden uns sehr freuen. Abonniere diesen Kanal, damit du auch keine weiteren Videos verpasst. Schau auf jeden Fall auch in unserem Hundeblog vorbei, denn da sind alle Themen nochmal viel ausführlicher beschrieben. Und in diesem Sinne, halt die Ohren steif, immer der Nase nach und bis zum nächsten Video. Mach's gut, tschüss!